AIAG, VDA, Harmonisierung, also ein dickes Brett. Ich würde vorschlagen, fangt bitte an mit dem 7. Streich. Das ist jetzt nicht wie bei Max und Moritz, aber der 7. Streich, das ist der Bericht. Bericht ist nämlich das, mit dem wir unsere Chefs dann abholen können. Und erzählt ihnen doch mal, was habt ihr gemacht und was habt ihr nicht gemacht? Und was waren so die Highlights, die ihr rausgefunden habt? Weil eure Chefs, die wollen sicherlich da eine Übersicht haben. Und ich möchte mir auch was erwünschen. Ich möchte nämlich da gerne so ein Ergebnis haben mit Bedeutung und Auftreten und so ein paar Kästchen, in denen dann drin steht, wie oft ist denn das, was ich da rausgefunden habe, wo drin vertreten. Auch die Harmonisierung hält keinen auf, jetzt schon FMEA zu machen. Für mich als Dienstleister gibt es natürlich 2 Fragen, die ich immer zu beantworten habe. Ist die FMEA etabliert oder nicht? Und das ist für mich immer ganz interessant, so Themen jetzt zu nehmen, weil letztendlich, ich sage es mal so, von Struktur bis Fehler, die 3 Schritte, die werden sich wahrscheinlich nicht sehr stark ändern. Oder da gibt es auch heute schon Sachen, die man macht, hinsichtlich der Merkmalsebene und so Sachen. Das heißt, das kann ich auf jeden Fall schon mal erarbeiten. Und meine Hoffnung ist, dass, wenn ich das erarbeitet habe, liegt das andere vor und das kann ich dann direkt mit einfließen lassen. Im Prinzip ist es so, also jeder hat natürlich eine Methode, die er bisher angewandt hat, und was als erstes stattfindet, ist natürlich ein Abgleich. Was steht jetzt in dem Geldband drin? Wie kann ich das jetzt mit meiner aktuellen Methodik vereinbaren? Und passen jetzt die Dinge, die Analysen, die Risiken, die wir da rauskriegen, einigermaßen überein mit dem, wie es jetzt auch im neuen Standard drinstehen soll? Also das ist das, was ich eigentlich als erstes gemacht habe. Ergebnis war, dass die Ergebnisse, also dass es eigentlich relativ eindeutig ist. Es gibt diese Diskrepanz, wie es der Sascha gestern auch schon sagte, jetzt im Bereich mit den hohen Severities in der MSR, wo wir einen relativ großen Bereich haben, den wir meiner Ansicht nach auch eingrenzen müssten, je nachdem, welche Sicherheitsintegrität wir darstellen müssen. Ich würde es am liebsten auf einen Satz bringen, das Thema. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Harmonisierung einen gesunden Menschenverstand und technische, logische Zusammenhänge ändern kann. Die Harmonisierung hat sich ja auch schon sehr stark an die gelebte Praxis angepasst. Ich glaube, es wird bei der Arbeit bei uns, wenn wir bisher schon sauber gearbeitet haben, gar keinen so großen Einfluss haben. Und ich glaube auch, diejenigen, die jetzt noch mit Excel unterwegs sind, ich glaube, da wird der Stress größer werden. Das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Das Beste sind die strukturierten Schritte des VDAs, so wie wir ihn kennen. Und auf der anderen Seite, was mir super gut gefällt, sind Blockdiagramme. Boundaries, Parameterdiagramme, Integration, die Anwendung von Blockdiagrammen. Die helfen mir, das System zu strukturieren, Strukturanalyse vorzubereiten. Die helfen mir, den Anwendungsbereich darzustellen. Es gibt einen letzten Impuls. Ich habe mich einfach intensiver mit Requirements beschäftigt. Da haben wir Lösungen und wir haben ein besseres Verständnis bekommen. Was ist Funktion, was ist Requirements, wie kann man die verheiraten? Das war's, danke.